Moin Leute, ich möchte euch heute gerne Niloufer von der ägyptischen Nischenmarke Nilafar du Nil vorstellen. Leider ist die Verfügbarkeit in Europa weniger gut, also höchstwahrscheinlich müsstet ihr diesen Duft eben in Ägypten bestellen, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch heute diesen ganz wundervollen Duft vorstellen. Hinter Niloufer steckt auch kein geringerer als Christian Carbonell, der natürlich diverse Xerjoff-Düfte kreiert hat, aber unter anderem auch Neve, Salam und auch andere Düfte kreiert hat. Und ich kann auch gleich schon mal hier zu Anfang sagen, wenn euch Givenchy Paille und Pegasus von Parfums de Marly gefällt, dann wird euch mit ziemlicher Sicherheit auch Niloufer gefallen. Ja, dazu aber gleich mehr im Review. Wir starten erstmal wie immer mit der Flakon-Präsentation. Das Glasdesign ist relativ schlicht gehalten. Das kann man mögen, muss man aber natürlich nicht mögen. Der Deckel ist aus Metall, relativ schwer. Viel schöner finde ich allerdings die Schatulle, die wirklich hochwertig ist. Das ist eine Schatulle zum seitlichen Aufklappen und in der Schatulle haben wir das Ganze mit Stoff ausgelegt. Das wirkt wirklich sehr hochwertig. Ja, aber wie sage ich immer so schön, natürlich geht es primär immer um den Duft bzw. um die Duft-DNA. Und für mich ist Niloufer ein orientalischer Duft, der auch relativ süß und auch würzig ist. Die Kopfnote ist richtig schön frisch und auch minzig, denn hier haben wir eben Minze, Zitrone und Bergamotte. Diese Duftnoten ziehen sich zwar relativ schnell zurück, sorgen aber meiner Meinung nach über den ganzen Duftverlauf auch dafür, dass trotz der Süße der Duft auch immer so eine leichte Frische behält. Also finde ich richtig interessant. Im Herzen bekommen wir dann ganz klar einen der Main Player, nämlich eine präsente Lavendelnote. Dadurch wird der Duft auch leicht fougère-artig, hat an sich aber sonst gar nicht so viel mit einem typischen Fougère-Duft zu tun. Dann haben wir auch noch etwas Rose und Zimt. Dadurch haben wir eben auch einen leicht blumigen und auch würzig-orientalischen Einschlag. Und dann kommen wir zu den meiner Meinung nach tollsten und auch präsentesten Duftnoten, nämlich zu Mandel, Haselnuss, Tonka und Vanille. Und für mich ist vor allem die Haselnuss wirklich toll und auch relativ realistisch umgesetzt. Der Niloufer hat im Drydown so einen wirklich tollen, nussigen Charakter. Die Mandel passt natürlich eben perfekt zu der Haselnuss. Ja, Tonkabohne und Vanille tun dann auch noch so ihr Übriges. Und trotzdem muss ich sagen, ist dieser Duft für mich kein gourmandiger Duft. Denn wir haben noch zwei weitere, ja recht präsente Duftnoten, nämlich einmal Moschus. Dadurch ist der Duft im Drydown auch richtig schön pudrig und vor allem auch cremig. Und wir haben auch eine wirklich recht präsente Myrrhenote. Und dadurch ist der Drydown auch zusätzlich richtig schön harzig und ambriert. Und ich möchte jetzt auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, was ich eingangs gesagt hatte. Denn ich finde schon, dass Niloufer relativ ähnlich zu Givenchy Paille ist. Nicht identisch und vor allem hat Niloufer auch noch eine ganz eigenständige DNA. Nichtsdestotrotz werde ich zumindest relativ stark an Paille erinnert und auch etwas an Pegasus. Jetzt nicht ganz so wie eben an Paille, aber durch die Mandelnote, finde ich, bekommt man so nach 2-3 Stunden auch so einige Nuancen, die man eben aus Pegasus kennt. Und abschließend möchte ich dann auch noch mal ganz kurz etwas zu der Haltbarkeit sagen. Und ich könnte es auch abkürzen, indem ich sage Beast Mode. Denn das ist hier wirklich Programm. Niloufer hält ohne Probleme 16, 18, 20 Stunden plus. Und vor allem zieht sich der Duft gefühlt auch gar nicht zurück. Also selbst noch nach 10, 12, 14 Stunden riecht der Duft ähnlich intensiv wie zu Anfang. Und ihr habt auch eine große Aura um euch herum. Also der Duft strahlt auch wirklich sehr intensiv von der Haut ab. Und bevor ich es vergesse, auch noch mal ganz kurz etwas zu den Konditionen. Die 100 ml kosten $110. Umgerechnet sind das ca. 103 bis 104 Euro. Es würden ja eben höchstwahrscheinlich noch die Zollgebühren dazukommen. Was da genau auf euch zukommen würde, das weiß ich nicht. Aber vielleicht findet ihr ja auch einen Shop in Europa und dann würden die Zollgebühren ja auch entsprechend entfallen. Ja, dann bin ich durch für heute. Mich würde jetzt tatsächlich interessieren, ob du Niloufer kennst. Falls ja, schreibt mal gerne etwas in die Kommentare. Ich kann euch den Duft wirklich empfehlen. Ganz toller Duft. Ja, dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.